Hallo meine Lieben, in diesem dritten Video in dieser Serie werde ich euch zeigen, wie ihr mit dem Element, was wir im ersten Video gezeichnet haben, effektiv ein kleines Malbuch selber machen könnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja in einem Video gezeigt, wie ihr solche Figuren oder solche Comicfiguren quasi erstellen könnt mit den coolen Pinseln von BJ Dell. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ich mache euch oben einen Link rein, dann könnt ihr euch das Video noch angucken. Ich hatte auch ein Video gemacht und das werde ich euch im Schluss verlinken. Da habe ich genau dieses Designelement dann genommen, um Minicards zu erstellen. Das heißt, ich habe die ausgedruckt und mit dem Plotter ausgeplottet. Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr damit Seiten bedrucken könnt, um die dann zu kolorieren oder in Kindern oder Patenkindern oder Nachbarskindern zu geben, damit die das dann ausfärben können. Und das machen wir wie folgt. Ich werde nicht das Originaldesign anpassen, sondern ich werde hier in der Galerie ganz einfach das Element duplizieren und dann mit dem duplizierten Element arbeiten. Was wir für ein Coloring Book ja nicht brauchen, sind Farben. Das heißt, ich werde hier alles, was Farbe hat, werde ich rausnehmen. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr diese Grautöne lassen wollt oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool und werde das auch so lassen. Jetzt ist in der Regel so ein Ausmalbuch ist ja nicht im Quadrat, sondern wir wollen hier eine A4-Seite machen. Und dazu gehen wir hier über die Einstellung, gehen hier auf die Leinwand, beschneiden und Größe ändern. Und eine A4-Seite wäre ja 21 cm auf 29,7 cm und das sind in Pixel 2481 und in der Höhe sind es 3508. So, können wir fertig. Und dann haben wir hier wunderbar eine A4-Seite. Jetzt werde ich effektiv die Ebenen nicht nur sperren, sondern ich lösche die. Und jetzt habe ich wirklich nur noch diese Ebene mit den Outlines. Und die kann ich jetzt hier auf gleichmäßig, kann ich die zum Beispiel noch größer machen, ich kann sie anders platzieren. Ich würde mal sagen, machen wir die mal so. Können das nachher immer noch anpassen. Was ich gerne auch mache, ist ein Rahmen drumherum. Da gehe ich kurz in den Zeichnungsassistent und wähle die Zeichenhilfe aus, bearbeite die und sage hier, die Rastergröße vom Gitter soll etwas kleiner sein. Und ich kann die auch so ein bisschen anders platzieren. Gucke einfach, dass ich hier ringsherum ungefähr den gleichen Abstand habe. Und sage hier unterstützendes Zeichnen. Weil was es jetzt macht, bin auf einer neuen Ebene. Jetzt kann ich hier quasi einen Rahmen bilden. Können wir diesen Zeichnungshilfe oder Zeichnungsassistenten wieder wegmachen. Was bei einem Malbuch ja jeweils nicht so viel Spaß macht, wenn ihr zu viel Weiß habt. Und da könnt ihr effektiv diesem Hintergrund ganz einfach eine Füllung geben. Da macht ihr einfach eine neue Ebene. Dann könnt ihr zum Beispiel, hier gibt es so diese Kreise, die man auswählen kann. Guckt wirklich, dass ihr auf einer neuen Ebene seid. Und dann könnt ihr hier mit so einem hellen Grau drüber gehen und den Pinsel, je nachdem wie groß ihr das haben wollt. Und bei dem Pinsel ist es jetzt so mit den Kreisen, je nachdem, also solange ich unten bleibe, füllt es das einfach aus und bleibt in diesem Muster drin.
Wenn ich den jetzt absetzen würde, dann würde er eine neue Berechnung, einen neuen Ort anfangen mit diesen Kreisen und das will ich ja nicht. Ich will wirklich, dass das alles zusammenhängt oder aufeinander passt. Von dem her bleibe ich da einfach drauf und färbe jetzt kurz um das Schweinchen herum. Und jetzt kann ich einfach das, was zu viel ist, kann ich löschen. So, und dann habt ihr euer Schweinchen mit einem witzigen Kreishintergrund. Ihr könnt immer noch zum Beispiel hier eine Sprechblase reinbauen, was auch immer euch am besten gefällt. Wenn euch das Schwein noch so ein bisschen zu klein ist, jetzt im Vergleich zu dem, was da an Punkten ist, könnt ihr da immer noch das so ein bisschen größer machen. Dann müsst ihr halt einfach nochmal nachkorrigieren mit dem Ausradieren der Punkte. Und so habt ihr eigentlich einen witzigen Hintergrund, den ihr jetzt ausdrucken könnt. Und es ist simpel gemacht, das heißt, hier könnt ihr wirklich etwas generieren, auch wenn ihr jetzt von euch sagt, entweder ihr wollt euch nicht so die Zeit nehmen, um hier wirklich was dahinter zu zeichnen, oder ihr sagt halt einfach, na, das, sagen wir mal so, das, was ich machen würde, das würde mir nicht gefallen und so könnt ihr einen simplen Hintergrund schaffen. Das andere, was ihr machen könnt, nebst diesem gepunkteten Hintergrund, ist, dass ihr effektiv halt einfach euch quasi eine kleine Landschaft zeichnet, wirklich mit komplett simplen Elementen, wie eine Sonne, ein paar Wolken, hinten so ein Holzzaun, ein bisschen Hügel, eine Pfütze, irgendwas, was halt einfach zu diesem Element passt und da, das müsst ihr auch gar nicht künstlerisch groß darstellen, sondern es geht halt einfach darum, dass ihr diese Fläche deckt und da nicht zu viel eintönige Fläche habt und das macht dann den Kindern auch mehr Spaß, das auszumalen. Jetzt, wie könnt ihr das Ganze exportieren? Ihr könnt ganz einfach hier auf Aktionen gehen, bereitstellen, PDF draus generieren. Ich mache hier mal optimal. Und das könnt ihr dann drucken. Ich würde es so machen, dass wenn ihr zum Beispiel mit Farbstiften das nachher ausmalen lasst oder eure Kinder oder die Kinder, die es dann ausmalen, da Farbstifte verwenden, dann könnt ihr gut ein dünneres Papier nehmen, ganz normales Kopierpapier. Wenn ihr mit Wasserfarben dann nachher ausfärben wollt, dann macht es hier sicher Sinn, ein dickeres Papier zu nehmen, zum Beispiel wie ein weißes 200 Gramm Papier, damit dann sich das Papier quasi nicht auflöst, wenn ihr da mit Wasserfarbe drauf gebt. Ich drucke das jetzt mal aus und bin dann gleich zurück. Und so habt ihr wunderbar eine eigens gezeichnete Zeichnung, die dann die Kleinen ausfärben können und da sicher auch ganz viel Spaß dran haben. Und das war es auch schon, was ich euch zeigen wollte, wie ihr das Ganze dann zusammenfasst, ob ihr das als Einzelblätter wollt oder ob ihr das bindet, das ist euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch in der Größe variieren, ob ihr das A4 wollt oder nur A5. Komplett euch überlassen, auch Motive und alles, ne? Aber ihr seht, das macht schon sehr Spaß, wenn man dann seine komplett eigenen Designs, was man selber gezeichnet hat, hier als Malvorlage hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich und ihr habt jetzt effektiv Lust, auch mal selber so ein Malbuch zu erstellen. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das ihr mir tatsächlich auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne auch ein Like unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!